Wenn ich ins Ziel komme, möchte ich mich nicht umdrehen. Ich möchte nach vorne gucken. Deswegen habe ich mich ja dafür entschieden, diesen Marathon zu laufen, denn die Albträume, die negativen Erlebnisse möchte ich dort einfach in der Sahara zurücklassen. Ich will mich mit mir selbst auseinandersetzen. Ich will wissen, wer bin ich und was ist mein Auftrag. Ja, es ist ein Lauf des Lebens inzwischen für mich. Runter! Der 6. März 2002 wird als ein schwarzer Tag in die Geschichte der Bundeswehr eingehen. In Kabul sterben 2 deutsche und 3 dänische Soldaten, als eine russische Rakete, die sie sprengen wollen, zu früh explodiert. Vor allem die Ereignisse in Afghanistan lösten in der Öffentlichkeit Trauer und Bestürzung aus, weil hier ein Einsatz der Bundeswehr Menschenleben forderte. Also ich kann mich noch gut erinnern, mein erster Tag bei der Bundeswehr oder auch der Abschied zu Hause war sehr emotional. Tränenreich wurde sich da verabschiedet. Ich bin dann ins Fallschirmjägerbataillon 313 nach Varel, nach Friesland gefahren. Ja, und die Grundausbildung war fordernd. Ich erlebte sowas wie Kameradschaft. Ich kannte Freundschaft, hatte Freunde, aber Kameradschaft war noch ein bisschen was anderes. Und das faszinierte mich einfach. Und es machte Spaß, dass ich mich dann weiter verpflichtet habe. Das ist das Buch, was mich als Kind geprägt hat. Ne? Unsere nationale Volksarmee, so hieß ja die Armee der DDR. Ich bin ja so auch in der Schule erzogen und geprägt worden, dass die Soldaten uns beschützen und uns den Frieden sichern, in dem wir leben und dass wir ihnen dafür dankbar zu sein haben. Und für mich waren die Soldaten der nationalen Volksarmee die Guten. Ach guck, ich meine, hier war auch so eine SA-3-Rakete mal drin. Also so eine, wie bei uns explodiert ist. Ja, die ist so ähnlich aufgebaut. Und ich bin auch der Meinung, dass ich die auch so ein paar Mal abgemalt habe. Der 6. März 2002, also ich war knapp 3 Wochen im Einsatz und es waren Kameraden auf dem Weg zum Sprengplatz. Dort gab es 3 alte Raketen, die die Taliban einsetzen wollten gegen uns und man wollte sie entschärfen. Wir wollten unsere Hunde dort trainieren, an dem alten Sprengstoff, bevor es halt zur Detonation kommt. Ich bin direkt in die Sprenggrube gegangen mit meinem Buddy, mit meinem besten Freund. Wir wollten uns die Entschärfung angucken, wie das passiert. Also einer hielt diesen Gefechtskopf von einer Rakete fest und der andere war dann mit so einem Hammer und Meißel dabei, diesen alten, porösen Sprengstoff dieser russischen Rakete da rauszuklopfen. Und ein Dritter da irgendwie noch mit dem Schuhkarton. Und irgendwie war da so ein Bauchgefühl, hier stimmt was nicht. Also Metall auf alten Sprengstoff, da habe ich sofort ein schlechtes Gefühl gehabt. Wir haben gesagt, wir hauen hier ab, wir gehen hier raus. Und als wir uns eindrehen wollten, gab es dann auch schon die Explosion. Ja, und dann weiß ich nur noch so schemenhaft. Also ich hörte Schreie ganz anders als sonst, weil heute weiß ich, dass meine Trommelfelle sofort gerissen oder zerrissen sind. Und panikartig suchte ich irgendwie, dachte ich, mein Buddy war doch noch gerade neben mir. Und der war auf einmal weg. Und habe mich so ein bisschen hochgerafft und stolperte über die ersten Leichen und sah halt da schreckliche Dinge, weil die Kameraden einfach zerrissen wurden. Fand dann irgendwann meinen Buddy, habe den hochgerissen und wir sind aus der Sprenggrube raus. Und hat mich halt neben einen Kameraden abgelegt,
da war nicht mehr viel. Also da quollen die Gedärme aus dem Bauch raus und der hat halt nach seiner Mama geschrien und ist dann eingeschlafen. Also der ist neben mir gestorben und hat mich aber direkt in die Augen geguckt. Posttraumatische Belastungsstörung ist eine Erkrankung, bei der ein sehr schweres seelisches Trauma dazu führt, dass die normalen Möglichkeiten, mit so einem Geschehen klarzukommen, jeden überfordern würden. Ich glaube, dass es für jeden Menschen nicht einfach ist, das zu akzeptieren und dann Therapie und Hilfe zu suchen. Ich glaube, dass es für Soldatinnen und Soldaten besonders schwer ist, weil es natürlich deren Selbstbild nicht entspricht, weil es ja eigentlich diejenigen sind, die Dinge regeln. Für mich war wichtig, wieder in den Dienst zu gehen. Das Trauma war für mich kein Thema. Also ich habe da überhaupt gar nicht drüber nachgedacht. Ich bin dann ein paar Monate später, musste ich in die FU6, das ist die Abteilung Psychiatrie. Das ist eigentlich eine No-Go-Area damals für mich gewesen. Da gehen nur die Kriegsdienstverweigerer oder halt die Drogenabhängigen hin. Der Arzt diagnostizierte damals PTBS. Okay, dann habe ich halt PTBS, aber das interessiert mich ja gerade nicht. Und die Aussage des Psychiaters damals war, geh wieder in den Dienst. Das hat mir auch geholfen. Ja, und so bin ich in den Dienst gegangen und keine Therapie gemacht. Die ersten Symptome, die ich auch schon im Krankenhaus hatte, waren Schlafstörungen, waren Albträume und dass ich halt nachts immer mit den Schreien und mit dem Feuerknall sozusagen, mit der Explosion aufgewacht bin, also hochgeschreckt bin. Er kann nicht gut mit Anstrengung und mit Stress. Und ein kleines Kind oder ein Baby ist immer Stress und Anstrengung. Du hast keine Pause. Er hat zwar am Anfang sie auch getragen und hat ihr Lieder vorgesungen, aber da war sie frisch geschlüpft. 4 Wochen später ging das los mit dieser Schreiphase. Da fing das dann an, dass er gesagt hat, er kann sie nicht tragen wegen dem Schreien, wegen seinem Tinnitus, was er hat, das hält er nicht aus. Das war schon harter Tobak dann zu ich hatte 2 Menschen. Er war ein anderer, er war ein anderer vor der Geburt. Ja. Es gab einen einzigen Familienurlaub und das war das erste Mal, dass ich wusste, was PTBS ist. Der Mund ist ihm dann abends beim Grillen angeschwollen. Er hat ja diese Nesselsucht gehabt. Die Schulter waren voll und hatte ihn noch gefragt. Er sagt, ja, das kriegt er immer um eine bestimmte Uhrzeit. Und ich habe ihn nachts zum allerersten Mal dann schreien hören. Er hat auch nicht auf dem Bett geschlafen, er hat auf dem Boden geschlafen und er hat richtig geschrien. Also es gibt ja so ein Schreien, so wenn man einen schlechten Albtraum hat, aber das war richtig Schreien. Ich bin schreckhafter geworden, also wenn die Tür irgendwo aufging, Tür zuging und die ganzen anderen, ich sag mal, Diagnosen, die dann lange Zeit eine große Rolle für mich spielten, im Negativen, die kamen dann halt 2007, 2008 erst. Ja, das war der Griff zum Alkohol, um sich zu betäuben, aus der Angst einzuschlafen. Also ich hatte dann Angst vor diesen Albträumen, aggressiv zu sein. Mein Körper fuhr schon auf Notstrom. Ich bekam Hautausschläge, ich hatte eine Ess- und eine Trinkstörung. Also ich habe keinen Hunger mehr gehabt, keinen Durst mehr gehabt. Ich habe exzessiv Sport gemacht und habe dann Ultramarathon angefangen. Also ich suchte immer dieses Extreme auf einmal. Ich lebe jetzt mit dem Wissen, ich bin für das ein Stück weit selbst verantwortlich, was noch in meinem Leben kommt. Und wenn es beispielsweise ich mich jetzt entschieden habe, den Marathon des Sables zu laufen, dann ist das eine Herausforderung, die wird nicht ohne sein. Und ich bin gespannt, was ich dort erlebe. Aber dafür trainiere ich jetzt, darauf bereite ich mich vor. Ich möchte einfach spüren, ob ich es schaffe. Der Marathon des Sables war mein erster Wüstenlauf, mein ersten Ultra. Und
Der Gedanke war einfach, dieses Rennen erstmal zu finishen. Du brauchst eine andere Vorbereitung, du brauchst anderes Equipment, du bist Selbstversorger, du kriegst halt auf der Strecke nur Wasser. Du schläfst draußen im Zelt, kein Komfort, keine Duschen. Du hast tagsüber bis zu über 40 Grad und du schläfst auf Matten. Das Laufen allgemein ist eine Therapie. Mir hat es auch therapiert. Ich komme von der Kelly Family. Wir haben auf der Straße 18 Jahre gespielt. Dann hatten wir mega Erfolg. Wir haben 20 Millionen Platten verkauft. Wir haben quasi in Überschuss gelebt. Und wenn ich den Marathon nicht gehabt hätte, dann hätte ich das wahrscheinlich alles nicht gepackt. Dann lebt man in so einer Blase. Es gab zum Beispiel bei der langen Etappe eine Etappe von den knapp 80 Kilometer, 25 Kilometer, die höchsten Dünen der Sahara. Wenn du 100 Höhenmeter eine Düne hochläufst und das insgesamt 25 Kilometer, da muss jeder halt für sich selber den Weg finden. Robert hat mehr Erfahrung, als er selber denkt, als Soldat, als Einzelkämpfer, als Fallschirmspringer. Das sind Leute, die halt wissen, wie die überleben in Extremsituationen. Der hat was erlebt, was extrem ist, was keiner erleben will. Wenn man sich dann in der Situation das klare Ziel nimmt, Marathon des Sables, eine neue Hürde, den er noch nicht kennt. Allein mit dem Satz, ich mache das Commitment, dass ich dann halt anfange, was zu verändern, dann bin ich im Ziel auch ein anderer Mensch. Das heißt, quasi ist dieser Lauf, dieses Rennen, der Therapie zu seiner Freiheit. Bei jeglichen Extrem, ob es extrem viel Arbeit oder auch andere Dinge sind, würde ich immer denken, Obacht, lass uns das gemeinsam gut angucken, was zuträglich ist und warum auch jemand möglicherweise so viel davon braucht. Ist es wirklich noch positiv und förderlich oder geht es schon in eine Richtung, die vielleicht sogar selbstschädigend sein kann? Beim Sport kann ich natürlich auch ganz viel vergessen für eine gewisse Zeit. Das heißt, es könnte auch ein Hinweis darauf sein, dass ich in anderen Bereichen der Therapie vielleicht noch mehr zu tun habe, als ich vielleicht gedacht habe. Hier sollen innerhalb von 7 Tagen 250 bis 270 Kilometer zurückgelegt werden. Und zwar gleichzeitig unter extremen Bedingungen, das heißt durch die Wüste, mit den Beanspruchungen, die durch die Sonne entstehen. Und natürlich durch die Dauer. Man macht nicht nur einen Marathon, sondern man macht im Prinzip 4 Marathons plus einen Ultramarathon hintereinander weg. Das hat natürlich erhebliche Auswirkungen auf den menschlichen Körper. Bei Herrn Müller stehen wir am Anfang. Er hat mehrere Ultramarathons gelaufen. Rund 10 Jahre liegt das zurück. Und als er sich das letzte Mal vorstellte, hat man deutlich gesehen, dass er im Ausdauerbereich erhebliche Leistungsdefizite noch hat. Wir haben mit ihm dann nach der Testung eben besprochen, wie er trainieren soll, um das zu verbessern. Und haben festgestellt, dass er zumindest sich in die richtige Richtung bewegt und schon leichte Verbesserungen in den 3 Monaten erzielt hat. Da kommt es natürlich in erster Linie darauf an, diese Ausdauerfähigkeiten zu verbessern und langsam zu steigern. Ob das am Schluss so ist, dass man ihm mit gutem Gewissen sagen könnte, mach's oder mach's nicht, das wird erst der weitere Ablauf zeigen. Ich bin eigentlich im Einsatz auf Patrouille. Ne? So fühlt sich das gerade für mich an. Jeder wird gescannt, jedes Auto wird gescannt, fährt das Licht auf. Wie viele Leute sitzen da drin? Es steht jemand an der Straße mit dem Handy. Das ist jetzt Einsatz. Das ist hier nicht Urlaub und nicht Marathon des Sables. Ich bin jetzt aufgeregt, unsicher, weil ich in einem fremden Land bin, wo ich weiß, dass das Auswärtige Amt nicht gerade dazu auffordert, hierher zu reisen. Und so bin ich halt extrem sensibel gerade, wie mein Umfeld hier ist. Guck mir jeden Polizisten an, jeden Soldaten. Es sind sehr viele Soldaten hier in der Stadt. Ich unterstelle denen jetzt erstmal keine böse Absicht, aber es ist einfach anstrengend gerade.
bevor ich ins Ziel komme, möchte ich diese beiden Einsatzmedaillen eingraben. Die möchte ich in der Sahara zurücklassen. Das ist einmal Afghanistan, einmal Kosovo. Das sind die Bundeswehr-Einsatzmedaillen. Vorne der Bundesadler und hinten steht nichts. Das ist so ein bisschen die Kehrseite der Medaille für mich gefühlt. Für viele Jahre keine Versorgung, keine Krankenversicherung, kein Veteranenkonzept, steht nichts. Ja? Und diese beiden Medaillen möchte ich dort eingraben, die möchte ich zurücklassen. Die sind mir nichts wert. Ich war immer loyal und treu und habe gerne gedient und habe auch gerne meine Einsätze gemacht. Aber wenn am Ende einfach nichts übrig bleibt, Kabul ist gefallen, man muss nicht darauf eingehen, was da inzwischen, das Rad hat sich komplett wieder zurückgedreht und meine Versorgung hängt nach wie vor, liegt bei meinem Rechtsanwalt und ich führe 4 Verfahren gerade, dann will ich das zurücklassen. Dann will ich einen Abschluss endgültig schaffen und dazu gehört für mich die Einsatzmedaille zu vergraben. Die lasse ich zurück. Ich drehe mich auch nicht um. Das ist der Plan. Ich habe auch nach dem Rückzug aus Afghanistan mit vielen Bundeswehrsoldatinnen und Soldaten gesprochen. Es gibt eine Minderheit, die sagt, das Glas ist trotz allem, trotz des Rückzugs halb voll. Die Bundeswehr und damit sie selbst haben es geschafft, über einen gewissen Zeitraum dort für Sicherheit und Stabilität zu sorgen. Sie haben den Auftrag erfüllt, das ist vielen Soldaten sehr wichtig. Aber die andere, die größere Hälfte sagt ähnlich wie Robert auch, ja, wir mussten uns zurückziehen. Jetzt sind die Taliban wieder dran. Wofür haben wir das Ganze gemacht? Wofür haben wir gelitten? Wofür haben wir geblutet? Wofür haben wir Kameraden verloren? Wofür sind unsere Ehen in die Brüche gegangen? Und wenn wir einen Blick in die Weltpolitik werfen, ist das auch nachvollziehbar. Wer redet heute noch von Afghanistan, wo Putin in der Ukraine steht? Niemand. Die Einsätze mit den ersten traumatischen Erlebnissen der Soldaten, Kosovo, Afghanistan, da hatten wir noch nicht mal ein Einsatzversorgungsgesetz. Das ist ja erst 2007 und dann 2012 initiiert worden. Und so war natürlich auch 1999 oder 2002, 2003 war das irgendwie kein Thema. Wie geht man mit denen um? Und gerade als Fallschirmjäger, als Infanterist, hat man irgendwie zu funktionieren. Und das ist ja auch unser Job. Ich habe mir sehr oft gewünscht, dass ich bei dieser Explosion einen Arm oder ein Bein verloren hätte. Meine künstlichen Trommelfälle, die Zähne, die ich verloren habe, Splitter- und Brandverletzungen sind gut verheilt. Das konnte man nicht sehen. Also augenscheinlich war ich für die Kameraden gesund. Die Probleme, die dann psychischer Natur waren, sieht man halt nicht unter der Uniform. Klagt nicht, kämpf, habe ich sehr oft gehört. Ich habe nicht geklagt. Ich wollte einfach nur versorgt werden. Ich wollte irgendwie, dass mir jemand zuhört. Und das hat man nicht. Fallschirmspringen würde ich gerne mit ihm zusammen. Ich habe das auch für ihn gemacht, als ich 40 geworden bin. Ich hatte mir gewünscht oder hätte mir gewünscht, dass er gekommen wäre. Weil ich gesagt habe, ich springe diesen Fallschirmsprung, weil ich einfach wissen wollte, wie es ist. Er ist ja nun auch gesprungen, wo ich denke, so, wie macht er das? Also, wenn man weiß, dass er als Kind so ein kleiner Hämpfling war. Und der ist, ich weiß nicht, wie oft ist der aus dem Flugzeug gehüpft. Ne? Und ich habe gesagt, ich mache das. Und er ist nicht gekommen. Weil irgendein Termin war. Tut mir leid. Jetzt geht's gerade nicht. Ich hätte ihn so gerne dabei gehabt. Und auch das trägt man, weil es ihm in der Woche wahrscheinlich nicht gut ging. Ich glaube, dieses Loyale, das wird immer bleiben und das kommt von Herzen. Und da kann die Welt noch so gegen ihn sein, er wird meine Unterstützung, wird halt immer haben. Ne? Aber ich hoffe einfach, dass er mich irgendwann auch noch mal sieht. Und wir werden ja irgendwann mal zusammen alt. Ne? Also ich möchte schon irgendwie, dass wir als Rentner vielleicht mal irgendwann unseren Spaziergang machen. Ne? Ja.
Ich liebe dich. Geht los. Ich bin ja so ein kleiner Heimscheißer. Ne? Ich bin ganz gerne zu Hause und denke auch darüber nach, wie es jetzt wäre, was ich zu Hause machen würde. Wahrscheinlich Rasen mähen und Arthos ein bisschen rumalbern. Und das ist einfach auch jetzt eine lange Zeit, die man einfach warten muss, bis es dann endlich losgeht. Ne? Ich meine, den Fuß auf den Sand hier war das eine, das wollte ich immer. Hier aussteigen, mein Zelt sehen. Und jetzt will ich aber auch endlich das hinter mich bringen. Ne? Und auch mit dem Gedanken jetzt an die Hitze, die doch sehr stark ist. Auch der Respekt vor dem, was da kommt, an Weg, den wir hier gehen werden. Eine Cola wäre jetzt ganz cool. So eine schöne, kalte Cola. Und das sage ich hier nach 3 Stunden. Ja. Ich rauche neben dir. Das ist sicher nicht dein Flugzeug, sondern meins, um dir zu helfen. So läuft das dann so bei mir ab. Also ich sehe das dann eigentlich immer als erste Übung bei jedem. Das ist es noch. Ja? Was hast du noch im Rucksack drin? Hast du ein Sweatshirt drin? Ja. Da machen gerade einen Haken. T-Shirt? Ja. Tracksuit? Nein. Nein. Dann lass es noch ein Short. Ja. Socks? Ja. Gut. Haken. Toilet Bag? Ja. Ein Stove? Was ist das? Stove ist das Ding zum Kochen, ne? Ja. Dann Pen, das ist eine Tasse oder Pfanne, Ja. hast du. Und dann deine 2 Flaschen. Ja. So, passt. 9,6. Gut. It's the first time here? Yeah. What is very important is to drink and take salt. Yeah. Okay? Open the clap at SOS if you have any problem. Yeah. And you push the button. That's Yeah. all. Only Which button? This one, SOS. Okay. Okay? Yeah. You open, push the button. Yeah. If someone else has a problem, you go on Yeah. the GPS of someone Yeah. else and you push his button. For him, yeah. Yeah. Yes. Robert. Thank you. And your bag for the water. Keep it all the race. Yeah, thank you. Have a nice day. Have a good luck and good marathon. Yeah, thank you. Ich glaube, es ist vielen Menschen bewusst geworden, dass der Krieg näher an uns herangerückt ist. Er findet nicht mehr am Hindukusch statt, sondern direkt vor unserer Haustür, 2 Flugstunden entfernt von uns. Das führt zum einen dazu, dass die Menschen eher verstehen, wofür Streitkräfte im Kern überhaupt da sind. Auf der anderen Seite, und das ist so eine gewisse Schizophrenie, glaube ich, bei vielen Deutschen, versuchen sie trotzdem immer noch eine Distanz zwischen sich, zwischen ihre Angehörigen und diesen Auftrag zu bringen. Die Einsicht, dass auch die Soldaten der Bundeswehr in der Lage dazu sein müssen, kämpfen zu können, die ist noch nicht da. Brunnen bohren, Deiche sichern gegen eine Hochwasserflut oder auch Spritzen setzen in der Corona-Pandemie, damit können die Deutschen wunderbar leben. Aber sobald es um den Kern des Berufes geht, ums Waffe tragen, ums Schießen, da sacken die Zustimmungsraten stark ab. Einen Bundeswehrverband zu entsenden, um das Baltikum zu verteidigen. Damit sind viele Deutschen nach wie vor nicht fein. Sie gehen aber auf der anderen Seite davon aus, dass wenn Deutschland angegriffen würde, jedes andere NATO-Mitglied dazu bereit wäre, uns zu verteidigen. Und das funktioniert halt nicht. Ich glaube, da ist noch Arbeit zu leisten, um diesen Gegensatz aufzulösen.
Ich kann für mich sagen, dass ich sehr viele Schuldgefühle aus dem Kosovo mit nach Hause gebracht habe, weil wir direkt Gewalt angewendet haben. Wir haben direkt zugeschlagen. Wir haben 99 Waffen beschlagnahmt. Da hat keiner Buch geführt, was wir beschlagnahmt haben. Ich kann Ihnen aber sagen, es sind unendlich viele Waffen, Waffenteile nach Hause geschickt worden mit der Feldpost. Ich möchte nicht wissen, wie viel Munition, Waffen in Deutschland unterwegs sind. Und kein Vorgesetzter hat reingegrätscht. Im Gegenteil, mitgemacht. Und ich habe halt diesen Hosenträger gesammelt und das ist krank. Ich habe vor kurzem gerade erst den Film Platoon geguckt. Es gab Einheiten, das ist Fakt, die haben ihren Opfern die Ohren abgeschnitten und als Halsketten getragen. Wer an den Bild-Zeitungsartikel sich zurückerinnern kann, da waren Fallschirmjäger mit Totenköpfen auf dem Wolf. Und dann haben die da Leichen in Afghanistan geschändet und fanden das lustig. Und im Hintergrund sieht man auch den Teileinheitsführer, hat auch mitgemacht. Das ist so ein Kreislauf, da muss man wach bleiben, da muss man sich erinnern, ist das hier richtig oder falsch. Das ist Kriegsverrohung. Und aus der Kriegsverrohung entsteht Trauma. Trauma, Schuldgefühle. Und das muss man dann, das dauert, das wieder aufzubrechen in der Therapie, das kann ich Ihnen sagen. Im psychologischen Dienst war das Frühthema. Wir haben uns in den 90er Jahren, als es losging mit den Auslandseinsätzen, schnell mit diesem Thema befasst. Wir hatten bloß auch ein Kapazitätsproblem am Anfang. Wir mussten uns selber weiterbilden. Das haben wir gemacht. Ich zum Beispiel war sogar mal ein ganzes Jahr in den USA und habe mich mit diesem Thema PTBS beschäftigt. Bis es allerdings natürlich in der Öffentlichkeit so bekannt war und bis es also die Bundeswehr auch viele Hilfssysteme aufgebaut hatte, das hat gedauert. Als ich zum Beispiel 2002 Truppenpsychologin wurde, da hatten wir in der ganzen Bundeswehr 10 Truppenpsychologen zu dem Zeitpunkt. Heute haben wir so an die 90. Wir versuchen das, ist noch nicht in allen Bereichen optimal, aber wir haben also so einen Schlüssel, so in etwa ein Psychologe auf 3000 Soldatinnen und Soldaten. Das ist schon gut. Da hat man die Kapazität, auch gut zu beraten und zu unterstützen. Die Bundeswehr in den Veröffentlichungen spricht immer nur von PTBS. Aber letztendlich ist es die gesamte Bandbreite der seelischen Erkrankungen, mit denen man aus einem solchen Einsatz heimkommen kann. Wir orientieren uns hinsichtlich der theoretischen Zahl an einem Papier des Verteidigungsausschusses aus dem Herbst 2015. Dort wird genannt, 20% der Einsatzrückkehrer werden innerhalb der entsprechenden Inkubationszeiten an einer seelischen Verwundung leiden können. Und bei über 400.000, die im Einsatz waren, sind 20%, 80.000 plus. Die Bundeswehr arbeitet mit einer Kurzdienersystematik, also mit Zeitsoldaten, die nach 2, 4, 6, 8, 12 Jahren die Armee verlassen. Nach unseren Erkenntnissen der letzten 11 Jahre ist die durchschnittliche Outingzeit 5 bis 7 Jahre. Zu diesem Zeitpunkt sind die meisten aus der Bundeswehr ausgeschieden. 400.000 Einsatzveteraninnen und Veteranen plus, minus, weiß keiner so wirklich genau. Und auf der anderen Seite 175.000 bis 180.000 Soldaten in der Bundeswehr. Also allein auch davon kann man ableiten, dass die meisten Betroffenen sich außerhalb der Bundeswehr bewegen. Die Zahlen der Einsatzgeschädigten sind so hoch, wie sie sind. Im internationalen Vergleich sind die in den deutschen Streitkräften eher niedrig, mit unseren knapp 3% vielleicht, die aus den Einsätzen nicht psychisch gesund zurückkommen. Das ist in einigen Ländern, aber auch bei Streitkräften, die noch eine höhere Kampfaktivität haben, deutlich höher. Und um diese Zahlen herum wird ja auch nicht diskutiert. Die akzeptieren wir, die nehmen wir als Aufgabe an. Ich glaube nicht, dass es da Versuche gibt, irgendetwas zu verbergen, zu beschönigen, statistisch zu glätten oder sowas. Das habe ich in den letzten 10, 20 Jahren eigentlich nie erlebt. Die Bundeswehr musste den Umgang mit psychisch traumatisierten Soldaten erst lernen. Die hat ja erst vor ungefähr einem Vierteljahrhundert damit begonnen, wirklich in gefährlichere Auslandseinsätze zu gehen. 1999 ins Kosovo. Dann aber vor allen Dingen ab 2001 der Einsatz in Afghanistan, wo auch mit Abstand die meisten deutschen Soldaten verwundet wurden und gefallen sind. Und in diesem Zuge mussten die Soldaten und ihre Angehörigen wirklich Schritt für Schritt Fortschritte im Fürsorgesystem der Bundeswehr erringen. Alors bienvenue à toutes et à tous dans la grande famille du Marathon des Sables qui réunit 40 pays. Guillaume, tu vas nous les citer? And so, welcome to the
large MDS family which brings together 40 countries this year. Congratulations to all of you. Si vous avez des doutes ou besoin d'informations, n'hésitez pas, il y aura des personnes qui seront là pour vous donner des informations sur le comment on appuie, ça c'est à voir. No. Can I take a picture? Yes. Tu la diffuseras? Non, on lui fait faire. T'as quoi comme Merci. Avec plaisir. Merci à toi. Did you get your finger over the lens and kind of? Oh, yeah, no, wait till we got the pretty girl. So viel Frieden, wie hier ist und so viel Gemeinschaft, das kann man gar nicht mit Worten ausdrücken oder beschreiben irgendwie. Ja? Das ist Frieden. Und jetzt muss ich... Ja. Fuck mich ab. Lass mal kurz. Ja, ich muss mal abbrechen. Oh, fuck, Alter. Ja, tut mir leid. Aber das nervt mich so, diese Menschen, diese Bastarde, die meinen, sie müssen Krieg führen, Menschen quälen, Menschen unterdrücken und dann fuckt mich das ab. Oh. So, Luft gemacht. Frieden, ja, das wäre was, Weltfrieden. Und das gibt mir hier so viel Kraft. Und ich wünsche mir, dass ich das bis zum letzten Tag hier durchziehen kann. Dieses Gefühl. Ja. Robert wurde am Stich gelassen vom Dienst in der Bürokratie. Seine Sporttherapie wurde eigentlich sofort beendet, indem man die Startgelder für den Marathon des Sables gestrichen hatte. Und das, obwohl Fürsorge auch nach Dienstzeitende greift. Wir haben dann für ihn gesammelt, damit er eben doch teilnehmen kann. Der Dienst, der hat einen Rückzieher gemacht, nachdem wir das öffentlich gemacht hatten. Es wurde dann doch bezahlt. Er hat auch die weiteren Probleme, die alle anderen haben. Das sind nämlich die Versicherungsprobleme, Krankenversicherung, Pflegezusatzversicherung, was es da alles gibt. Man muss sich das so vorstellen, in dem Moment, wenn die Hand gereicht wird und die Hilfe angenommen wird, muss ein Antrag auf Wehrdienstbeschädigung gestellt werden. Vom Zeitpunkt des Outings aber bis zu dem Moment, wo regelmäßig die Anträge zu einem Ergebnis gekommen sind, vergehen 2,5 Jahre, manchmal sogar mehr. Wenn man jetzt dagegen stellt, aber die sozialen Sicherungssysteme, die sehen ja aus wie 6 Wochen Lohnfortzahlung. Wenn sie krank sind, danach Krankengeld, das sind regelmäßig um die 72 Wochen. Also im Kern nach 78 Wochen besteht die Gefahr, dass diese Menschen in die Grundsicherung abrutschen. In die Grundsicherung gleich Hartz IV. Und wenn man diesen Zeitstrahl jetzt gegen die 2,5 Jahre im Schnitt des Verwaltungsverfahrens legt, kann man eigentlich sagen, wir machen eine gelbe Schleife um den sozialen Abstieg dieser Familie. Wir stehen auf dem Standpunkt, dass dies niemand verdient hat, der mit schmutzigen Stiefeln und Waffe in der Hand für dieses Land sein Leben und seine Gesundheit auf fremdem Boden riskiert hat. Die haben auf ihr soziales Leben verzichtet. Sie haben schreckliche Dinge erlebt, aber sie haben ihre Pflicht getan, gemäß ihrem Eid. Ich kann das verstehen, dass die Empfindung häufig da ist, dass alles, was mit Einsatzversorgung zu tun hat, viel Bürokratie und viel Aufwand erfordert. Das ist aus meiner Sicht aber im Wesentlichen ein Punkt der Vergangenheit. Inzwischen ist
ganz häufig eine zentrale Ansprechstelle genutzt, die im Bereich der Personalführung zum Beispiel dafür sorgt, dass die Entscheidungsprozesse, ob ein Soldat weiter beschäftigt werden kann, als Einsatzgeschädigter ganz zentral und auch sehr, sehr schnell getroffen werden und dass man nicht umfangreiche Begutachtungsvorgänge abwarten muss, sondern heute, da gibt es extra Verordnungen dazu, schon auf den Verdacht hin, dass eine Einsatzschädigung vorliegen könnte, zum Beispiel bestimmte Leistungen in Anspruch nehmen kann. Das ist deutlich weniger aufwendig geworden über die Jahre. Aber ich kann es für die Vergangenheit verstehen. Da war es teilweise noch sehr, sehr schwierig für die Soldaten, ihre Ansprüche durchzusetzen. Das kann einen so sehr belasten, dass man also moralisch verletzt wird. Und das ist häufig mit Wut verbunden. Also, dass sie wütend sind auf die Organisation Bundeswehr, kommt auch häufig vor. Dass sie auf die Politik wütend sind, weil irgendwelche Regelungen vielleicht nicht auf sie zutreffen. Das kann durchaus sein, dass eben gerade auch diejenigen, die als erstes erkrankt sind und eben um vieles erst noch kämpfen mussten, dass sich da auch vieles festgesetzt hat, dass sie enttäuscht sind von bestimmten Menschen und Organisationen. Ja. Berlin ist auch eine überschaubare Entfernung. Ne? Danke, meine Schwester. Ihr kennt euch, Hallo. ne? Gesehen Bettina. haben wir schon mal. Hi, hallo. So. Das ist der große Bruder, ne? Das war er immer und das ist er immer noch, aber das ist seit dem Unfall halt tatsächlich anders. Also wir waren früher ganz, ganz eng miteinander verbunden und verändert hat sich das wirklich dann über Afghanistan. Das hat eingeschlagen wie eine Bombe. Ich wünsche mir seit über 10 Jahren, dass ich mal eine Begrüßung kriege, indem man sich umarmt. Das gibt es seit diesem Unfall nicht mehr. Es geht immer nur mit Handshake oder mit Faust. Und das ist nicht schön. Ich habe eine Zeit lang große Angst gehabt, dass er sich das Leben nimmt. Das war die größte Angst, aber auch eben machtlos zu sein, nichts als Familie tun zu können. Und ich hätte so gerne einen großen Bruder. Ich bewundere alle, die Bilder mit ihren Geschwistern oder mit ihren Brüdern haben und wo drin steht oder wo man sehen kann, dass man sich gern hat. Und ich würde ihm total gerne sagen, dass ich ihn auch liebe. Aber allein schon dieses Ich liebe dich würde ihn als Bruder, das würde er gar nicht aushalten. Sowas gibt's nicht. Ich hätte mir damals auch gewünscht, im Krankenhaus, als wir ihn besucht haben, dass da 1, 2 Leutchen gestanden hätten und Aufklärung geleistet hätten. Das gab's alles gar nicht. Wir saßen in diesem Bus drin. Unsere Mutter hat halt vorne gesessen und hat die Fahrt über ganz doll geweint. Weil letzten Endes ist es ja auch so, da sind ja auch Soldaten ums Leben gekommen. Und wenn man dann irgendwann im Auto mal begreift, dass er als menschliches Schutzschild da gestanden hat und wenn es diesen anderen Soldaten vielleicht nicht gegeben hätte, also dann wäre es halt Robert gewesen. Und das sind Sachen, da hätte man Ansprechpartner haben müssen. Von der Bundeswehr gibt es keine Hilfestellung. Weil ich auch nicht weiß, ob die das gut finden, dass man das so in der Öffentlichkeit eben ausfechtet oder dass dass wir als Familie ja auch Stillschweigen bewahren sollten. Also ich wurde ja auch irgendwann angehalten, mich dazu nicht großartig zu äußern und das macht es ganz, ganz schwierig, weil man hat mit Betroffenen nichts zu tun und das ist eigentlich schade. Der Knopf ist wichtig. Ich hole mal meine Eltern ab.
Guten Morgen. Wenn ich hier durch den Staub gehe, dann fühlt sich das wie Afghanistan an. Ich sehe das Militär im Hintergrund, die Gebirgszüge. Aber ich hoffe, dass jetzt das Sportliche einfach überwiegt und ich das Militär als etwas Positives akzeptiere für mich. Ich will versuchen, tatsächlich als Letzter da rauszugehen und dann einfach erstmal genießen. Wie gesagt, der Startschuss bedeutet für mich ganz, ganz viel. Und eigentlich alles. Das ist für mich eigentlich schon der Zieleinlauf. Bonjour à toutes et à tous, est-ce que tout va bien aujourd'hui? Vous êtes prêts? Oh, Scheiße. Wow. J'ai pas entendu. 360, 360. Et tu vas t'arrêter. Ouais, 360. Bonjour. Big kids here. You can take a break. Yeah. You have 2 bottles of water. You can see the doctors if you need, okay? 73, 313. J'emmène le docteur et le médecin. T'appelles un doc. Appelle un doc. Do you want me to call a doctor? Yeah. Appelle un doc. 313. Mais attends, il y a une nouvelle accrochée. Ah bah non, C'est bon? Tu veux t'asseoir? Vous êtes parlez français, anglais? Non? English, Rita? Ok. Finish. Allez. What's happened? Finish. What's happened? You have pain? I pain my school hurt and my Kreislauf. Ça tourne. Non, le cœur. Fréquence cardiaque. 40. C'est noté. D'accord. Marcel, voilà. Vomitis. Parfait, on te laisse passer. Ok, on va aller sous la tente. We're going to under the Je tiens à me poser ça, shadow.
Oh putain. Non. Oui, c'est bon. Là, faut qu'il vienne, s'il peut marcher jusque-là. Allez, s'allonger. Là, il y a une petite place. Là-bas, là-bas. Là, ici, là. Là, on libère une place, là, il faut de ça. Monsieur. J'ai 36. Hein. Voilà, température. Donne-moi ça, on va remonter les constantes. Auf der Eignungsfeststellung zum Kommandosoldaten gibt es 2 Übungen. Und man hat eine Karte, die zieht man einfach aus der Tasche und dann ist man abgelöst. Dann hört es sofort auf, weh zu tun. Ich hatte hier oben einen Tracker und ich hätte nur auf den roten Knopf drücken brauchen. Ich hätte sofort ein warmes Bett gekriegt und einen Tee, was zu essen. Mir den Rucksack abgenommen, ich hätte gar nicht mehr schwer tragen müssen. Das hat mich ein bisschen motiviert. Und dann kam, glaube ich, der richtige Moment, dass ich den Punkt finden konnte, ich laufe die Marathon des Sable für mich. So weit und so lange ich kann. Das ist ein ganz großer Schritt in eine ganz andere Welt. Ich bin kein Soldat mehr, der die Bundesrepublik Deutschland vertritt. Hier bin ich ein kleines Licht, ein Teil der Gesellschaft, die jeden Tag treu arbeitet. Und es fühlt sich auf jeden Fall viel besser an, was Neues zu wagen und diesen großen Schritt in dieses Ungewisse zu machen. Und es gibt auch Probleme hier. Ich habe nach wie vor keine Krankenversicherung. Ich muss mich mit dem Bundesamt für Personalmanagement streiten. Man hat vergessen, mir meine Grundpension zu überweisen. Also ich war auch fast 5 Wochen ohne Gehalt. Aber hier ist irgendwie die Welt in Ordnung, auch wenn es hier anstrengend ist. Man sieht es, wenn man nach Hause geht und vom Feld kommt, dass die Bäume geschnitten wurden, dass der Rasen gemäht ist, dass etwas geschafft wurde. Und diese Form habe ich bei der Bundeswehr nicht gehabt. Und auch nicht die Anerkennung und Wertschätzung für das, was ich dort geleistet habe. Dort ist man eine Nummer, eine Personalnummer. Und das bin ich hier nicht. Ich bin hier ein vollwertiger Mitarbeiter, auch wenn ich Azubi bin. Und in erster Linie bin ich hier Mensch und Freund. Das hat nichts mit einem Schrei nach Anerkennung zu tun, sondern es geht ganz einfach um eine adäquate Wertschätzung des Individuums, der Gruppe, der Bundeswehr. Ich glaube, man kann sagen, die Bewegung ist wütend. Wir sind seit 30 Jahren im Einsatz und wir leben in Deutschland keine Veteranenkultur. Es gibt auch keinen Ansatz, hier irgendetwas auf die Wege zu bringen. Seit 30 Jahren gibt es keinerlei Veteranenkonzepte, die über den Kasernenzaun in die Zivilgesellschaft wirken. Mit Betreuung, Fürsorge, ob nun einsatzgeschädigt oder nicht, wie gibt man ihnen eine Heimat, in der sie ihre Identität mit ihren besonderen Erfahrungen aus den Einsätzen leben können, wo sie reden können, wo sie sich wohlfühlen, ohne sich in der Gesellschaft rechtfertigen zu müssen. Soldatinnen und Soldaten können das Empfinden haben, dass sie eine schwere Stellung oder eine marginalisierte, eine Randstellung haben, weil Sicherheitspolitik und die Notwendigkeit zum Erreichen von Staatszielen, auch Militär einsetzen zu müssen, natürlich eine Vorstellung ist, die ist in Deutschland sehr, sehr an den Rand gedrängt. Das hat historische Gründe, natürlich. Darüber ist über Jahrzehnte auch nicht wirklich konkret nachgedacht worden. Und deswegen haben wir da vielleicht auch Nachholbedarf in der Gesellschaft. Ich glaube, dass eine größere Anerkennung den Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr, die im Einsatz waren, enorm weiterhelfen würde. In Amerika ist das typisch, dass Menschen, die im Einsatz waren, gedankt wird, dass ihnen geholfen wird, dass ihnen mal kleine Geschenke gemacht werden. Sowas gibt es in Deutschland nicht. Und da hilft auch
eine noch so gute Einsatzversorgung nicht drüber hinweg. Man könnte auch überlegen, ob man einen Veteranentag einführt. Der Bundestag macht das. Ich persönlich halte in Deutschland da aber relativ wenig von, weil der Veteranenbegriff vom Verteidigungsministerium schlicht verwässert wurde vor einigen Jahren. Robert Müller ist genauso ein Veteran, wie ich es bin, als ehemaliger Wehrdienstleistender und wie jeder es ist, der auch nur eine Stunde lang mal eine Bundeswehruniform anhatte und damit als Reservist gilt. Diese Regelung hat den Begriff völlig verwässert, das hilft keinem weiter. Deshalb lieber die Anerkennung für jeden Einzelnen bei jeder sich bietenden Gelegenheit, das hilft. Wie viele Einsatzveteranen leben in der Obdachlosigkeit? Wie viele Einsatzveteranen haben keine Krankenversicherung? Wie viele Suizide gibt es bei Einsatzveteranen? All diese Fragen können wir nicht stellen, weil wir den Begriff Einsatzveteran nicht haben. Gibt es nicht. Gibt kein Veteranenkonzept. Man will das politisch nicht. Ja, man müsste mich Antworten liefern. Und ich wünsche mir von der Politik, ob alt oder neu, einfach mal eine Transparenz. Warum waren wir in Afghanistan? Warum waren wir da? Warum soll ich mir das selbst beantworten? Wir Veteranen wollen eine Identität, um in der Gesellschaft anzukommen, damit die Gesellschaft auch mit uns etwas anfangen kann. Aber wenn wir nicht wissen, wer wir sind und was wir wollen, ja, dann ist uns nicht geholfen. Warum soll ich mein Leben und meine letzte Gesundheit, die ich habe, für jemanden geben, der nicht bereit ist, Verantwortung zu übernehmen für das, was mir passiert ist? Es gibt Hilfe oder es gab Hilfe, aber die musste ich mir immer hart erkämpfen. Und ich will nicht mehr kämpfen. Der Moment, als ich die Infusion noch nicht hatte, da dachte ich, jetzt ist vorbei. Also ich habe gezittert, ich habe überall Gänsehaut am Körper gehabt. Das ist so, wenn man dann dehydriert auch. Und da dachte ich, jetzt ist vorbei. Aber mit den Infusionen ging es mir ja dann minütlich besser. Aber ich war schon lange nicht mehr so offen. Also ich meine, da gehört schon was zu, dass man einfach auch nichts mehr sieht und dass man so torkelt. Und also ich war, glaube ich, 1 oder 2 Mal so an der Grenze körperlich. Und das ist für mich ein Alarmsignal. Also hier legen sich komplett um die Haut. Wir waren Steinwurf weit weg, noch nicht mal. Und der erste Gedanke war, was will ich eigentlich hier? Ich will doch Tod und Verwundung vergessen und muss hier jemandem beim Sterben zugucken. Und wir haben uns entschlossen zu gucken. Aber sie haben ihn wiederbelebt und ich weiß nicht, ob er es geschafft hat. Ich habe versucht, den Hubschrauber einzuweisen. Der hat mir dann aber Zeichen gegeben, dass er das selber machen will und dass wir aus der Landezone weggehen sollen. Und dann sind wir weitergegangen. Und jetzt ist natürlich der Gedanke, wie geht man damit um? Was will man machen? Der war optisch woanders. Und der zweite Gedanke, wie gesagt, war ich in der verwundeten Sammelstelle in Kabul, wo der Kamerad neben mir eingeschlafen ist. Und ich wollte einfach erstmal dann auch weg da.
Ich will erst mal wissen, ob er es geschafft hat. Und wenn er es nicht geschafft hat, dann wäre das ganz schön respektlos, glaube ich, weiterzumachen. Ich will hier auch nicht enden. Ich habe Kinder, ich habe eine Freundin, die mich liebt, die ich liebe. Und ich will nicht da liegen und 20 Minuten auf den Hubschrauber warten müssen, dass ich gerettet werde. Dafür ist mir die Medaille der Marathon-Etappe nicht so wichtig. Dafür habe ich andere Sachen schon gemacht. Und die Herausforderung und das, was ich will, ist meine Familie. Das will ich hier in der Wüste sterben. So, jetzt lass mich bitte mal 5 Minuten alleine.